Wissenschaftler Dr. Ivanov erhielt den Nobelpreis für Medizin für seine herausragenden Forschungen zur Bekämpfung von Alzheimer. Das von ihm entwickelte Serum ist in der Lage, die Krankheit vollkommen und ohne Nebenwirkungen zu heilen. Wissenschaftler auf der ganzen Welt... Hören Sie, es gibt Probleme. Es ist nicht so gelaufen wie geplant. Irgendetwas ist schiefgegangen. Und jetzt, ich weiß nicht, was passieren wird. Es ist eine Katastrophe. Schreien Sie mich nicht an. Ich weiß, dass ich die Verantwortung dafür trage. Wie meinen Sie das? Nein, das können Sie nicht machen. Wir müssen etwas unternehmen. Ich muss Sie warnen vor dem, was passiert ist, bevor es zu spät ist. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen heute bei Horror Tales, Insel des Grauen. Entschuldigung. Herzlich willkommen bei Horror Tales, Insel des Grauens. Ich will mal ein neues Profil machen, denn ich weiß ja, wie ich heiße. Und ja, hier ist natürlich die Kuschelmaus 123. Nein, das war der andere Kanal. Die... wie hieß sie noch? Genau, hier ist die Caddy. Und heute zeige ich euch, wie man aus einem einfachen, nervigen Wecker eine effektive Bombe baut. Das nur mit wenigen Handgriffen. Nein, das wäre natürlich schön. Machen wir aber nicht. Wir spielen Horror Tales, Insel des Grauens. Es ist ein kleines Spiel, ja, nein. Es ist ein Spiel, was ich mir ausgesucht habe, weil ich es ganz interessant finde. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das auch wirklich so interessant ist, wie ich denke. Mit dem kleinen Video ist das ja schon losgegangen. Also ungefähr wissen ja wir schon, worum es losgeht. Wieso? Normal, geistiger Dünnpfiff. Also, wir wissen ja schon, worum es geht. Da hat ein russischer Entwickler oder Pharmazeut ein Alzheimer-Medikament erfunden und irgendwie gab es da Probleme. Und ich würde sagen, ich halte jetzt mal kurz meine Klappe. Ich weiß ja nicht, was kommt und dann spielen wir mal los. Und dass ich mich nicht ganz blamiere, würde ich erstmal das ist natürlich die leichteste Stufe spielen. Denn ich will mich ja nicht gleich blamieren am Anfang schon. Ich bin so glücklich heute. John und ich haben uns das Ja-Wort gegeben. Die Zeremonie war herrlich. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Jetzt erwarten uns romantische Flitterwochen in der Karibik. Die kleine Insel ist zwar voll von Reportern wegen irgendeines bekannten Wissenschaftlers, aber das wird unsere Ruhe hoffentlich nicht stören. Ich kann die Maus nicht aus dem Bild tun. Doch da oben. Ich bin so müde von den ganzen Strapazen. Ich werde mich erst einmal hinlegen. John wird sich schon beschäftigen können. Mit Koffer auspacken. Ich dachte schon, jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Oh, Herzinfarkt. Ich dachte schon, wenn sie jetzt so schwarz wird, hat es irgendwas zu sagen, aber... Gottes Willen, es lädt nur. Möchtest du das Tutorial spielen? Na klar spielen wir das Tutorial. Wenn sich da extra jemand Mühe gemacht hat, dann spielen wir auch das Tutorial. Tutorial. Ein derart hervorgehobener Bereich zeigt, dass hier etwas versteckt ist. Klicke auf die Truhe. Haken setzen, wenn du das Tutorial nicht brauchst. Na klar, wir brauchen das. Wir sind ja totale Nullen. In diesem Chaos sind viele Dinge versteckt. Du musst alle Gegenstände auf der Liste finden. Fangen wir mit dem Flugzeug an. Also als er natürlich gesagt hat, wir sind totale Null, meine ich natürlich ich. Ich bin eine totale Null. Du bist super. Du bist spitze. Gelb markierte Objekte bedürfen etwas mehr Aufwand. Klicke auf die Kaffeemaschine. Und jetzt gießt den Kaffee in die Tasse. Jetzt gießt den Kaffee in die Tasse. Ja. Also das mit den gelben Gegenständen, das kennen wir ja schon von geflüsterte Geschichten. Ich zumindest, wenn du es angesehen hast, dann du wahrscheinlich auch. Aber ich weiß ja nicht, ob du es angesehen hast. Auf jeden Fall, Nachholbedarf ist natürlich da. Und ich sehe auch schon eine Krawatte hier rumliegen. Und was brauchen wir denn noch? Ein Ass. Ein Ass, das kann ich noch von
Das kenne ich noch von Geflüsterte Geschichten des Asses, dann wo ich die Karte anschießen musste. Das war ganz blöd. Ich sehe schon den Revolver, der ist jetzt weg. Gut. Ein Schiff. Habe ich irgendwo gerade doch gesehen gehabt, das Schiff, oder nicht? Da oben ist die Karte. Hier fehlt was. Brauchen wir die Kerze? Die steht so offensichtlich da. Nicht gut. Ach, hier ist das Schiff. Ich wusste, dass ich es gesehen hatte. Ein Armband, eine Bürste. Jetzt habe ich mich etwas verlesen. Ich habe nicht unbedingt Bürste gelesen. Okay. Also ein Armband, eine Bürste, ein Regenschirm. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und vor, zurück, zur Seite, ran. Wer kennt denn das noch? Das war damals so ein Kinderspruch, das weiß ich noch. Das haben wir immer gesagt, wenn wir spazieren gegangen sind. Da haben wir das immer dann gemacht und gesungen. Das weiß ich noch. Das ist schon lange her. Lange. So, bei den Goldmünzen. Da kann ich mir vorstellen, dass die im Portemonnaie liegen. Oder auch nicht. Gut. Was war jetzt die zweite Krawatte? Ein Armband und eine Bürste. Armband und Bürste. Bürste, Bürste, Bürste. Ich habe jetzt auch eine ganz gute Lösung gefunden mit dem Mikro, dass das nicht so im Bild steht. Aber man mich trotzdem noch hört. Was ein bisschen blöd ist am Laptop. Aber ich denke, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Hier müsste doch irgendwo eine Hand erscheinen, wenn ich was machen kann. Oder? Komm schon, wo ist denn der Krabsche-Griffel? Krabsche-Griffel, hallo. Ah, hahaha. Gut. Aber... Huch, was war das denn jetzt? Ach so. Oh. Ich dachte schon, ich habe was gefunden. Na gut. Ein Armband und die Schlüsselkarte fehlt noch. Ach, hier ist das Armband. Und da oben ist die Schlüsselkarte. Yay. Hier fehlt was. Was fehlt da wohl? Ich klick mich einfach mal hier rum. Was fehlt hier? Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin oder... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd für diese Welt. Kann es sein? Was fehlt da? Huch, ein Herz? Ah. Und da soll man mal drauf kommen, also mal ganz ehrlich. Wer wäre denn jetzt da drauf gekommen? Ah, wir haben die Schlüsselkarte vom Hotel. Das hat sich da auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Verwandelt sich der Mauszeiger in eine Lupe mit Sternchen. Kannst du zu einem Objekt hinzoomen? Mit Sternchen? Für mich sind das Zahnräder, oder? Na ja, gut. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Da draußen ist irgendetwas los. Ich werde nachsehen, was da passiert. Bei der Gelegenheit jogge ich noch auch eine Runde vor dem Frühstück. Bis später. Ach ja, der liebe John. Ist schon ein Süßer, ne? Dies ist das Tagebuch. Es enthält Hinweise zu deinen Aufgaben, was als nächstes zu tun ist. Ich klicke darauf. Gibt's hier noch mehr? Hochzeitstag. Ich bin so glücklich heute. John und ich haben uns das Ja-Wort gegeben. Die Zeremonie war herrlich. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Insel. Jetzt erwarten uns romantische Flitterwochen in der Karibik. Die kleine Insel ist zwar voll von Reportern wegen irgendeinen bekannten Wissenschaftlers, aber das wird unsere Ruhe hoffentlich nicht stören. Ich bin so müde von den ganzen Strapazen. Ich werde mich erst einmal hinlegen. John wird sich schon beschäftigen können. Das war das, was wir natürlich schon mal gelesen oder gehört hatten, aber ich dachte mir, ich wiederhole es nochmal. Erster Tag. John und ich trafen auf dieser herrlichen Insel in der Karibik ein, um dort unsere Flitterwochen zu verbringen. Wegen der Strapazen der Reise legte ich mich in unser unserem Hotelzimmer kurz hin. Ich muss sofort eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, war John nicht da. Sprachfehler werden bei mir natürlich nicht rausgeschnitten, weil das natürlich natürlich ist und ich bin auch nur ein Mensch. Auch wenn ich ein Let's Player bin, bin ich auch nur ein Mensch. Man mag es kaum glauben.
Und deswegen kann ich auch mal sprachlichen Dünnschiss haben.